Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir befinden uns hier in der Basis. Wir haben ein paar Unterstützungsgespräche. Ich habe nämlich gegrindet, unter anderem ein paar Klassen für ein paar Charaktere, dass wir ein paar neue Skills kriegen, aber halt auch ein paar Items, dass wir zumindest die Heroen-Relikte der Charaktere, die wir häufig benutzen, entfernen konnten. Die sind dann nämlich richtig schön happig. Haben erstmal eine Kraft von 188 und eine Haltbarkeit von 188, was richtig gut ist. Und sie kriegen halt alle noch so einen zusätzlichen Skill hier. Halt in Dimitris Fall, er kann dann halt den Gegnern Schaden zufügen, obwohl die sich verteidigen. Ziemlich cool. Und dann Sylvain halt Impuls. Das erhöht den Crit-Wert von Kampftechniken. Dazu hat er jetzt noch Explosionssperr, dadurch, dass er jetzt seine Lanze des Untergangs überhaupt hat. Dann hier Ingrid finde ich, glaube ich, am besten. Kraftangriffe lösen in regelmäßigen Abständen Bolganone aus. Richtig krass. Und halt von Yuri habe ich noch hier die Fesseln von Drobi upgraded. Und er hat jetzt die Mobilität für einer Kavallerie. Denkt man sich so, ist ja seltsam. So halt. Mobilität, was heißt das? Er ist halt jetzt einfach sauschnell, also halt, der rennt halt einfach, als würde er auf dem reitbaren Untersatz sitzen. Ziemlich cool. Und ziemlich nützlich. Jedenfalls Unterstützungsgespräche, die machen wir jetzt erstmal. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Dimitri und Yuri einen Support haben. So halt, da bin ich mal echt gespannt, worüber die reden sollten. Everyone is strangely abuzz today. Is there a visiting minstrel or a mummer's troupe? Haven't you heard, mister? A funny knight's been coming to town recently. A funny night, hey? Oh, yeah, he's super strong. He can carry all the blacksmith stuff by himself. And he got those guys who kept picking fights at the tavern to finally shut up. But he's also kind of weird, too. Like when you talk to him, sometimes he seems sheltered and obtuse, but then sometimes not. Why does that sound like... No, it couldn't be. Yuri, what are you doing here? I knew it. I'm glad I ran into you. We have a broken wagon that needs fixing, and I could use a hand. Was macht der hier? I can't believe you. Come with me a second. Are you an idiot? What are you doing here? I had some time on my hands and thought I'd see how things are going in town. Then stick to the more upscale streets. This alley is dangerous. It's not quite a full-blown slum, but money is still in pretty short supply. What are we supposed to do if someone introduces our king to a nice pointy knife while he's out wandering the streets? By himself, might I add. How am I supposed to learn what it means to be a commoner without using my own eyes? All I ever see from my throne are the upscale streets, as you call them. And yes, I could send someone here in my stead, but there is no substitute for first-hand experience. Da hat er nicht ganz unrecht. You know you don't have an heir, right? If you die, the entire region gets thrown into a bloody civil war over who gets to succeed you. Lots of nobles will die, but the commoners? The commoners will be absolutely slaughtered. Right now, people seem to like you, so it's in all of our interest that you live a long and healthy life. Got it? And if you insist on coming here, at least bring that giant oaf of yours along to watch your back. Perhaps I was being a bit reckless. It's good to know that even a fool like you can see reason on occasion. In that case, might I ask you to act as my bodyguard today? I'm certain you're more than up to the task. What? If I could get a look at this town through your eyes, I think I could learn many valuable lessons. Besides, if I ask to do, he'll surely forbid me from coming here at all. I would be grateful if you would consent to doing this favor for me. Oh, this is rich. The king asking me for help. Fine. In that case, your majesty.
I will do all in my power to safeguard your royal person. Happy? Also der B-Support, der kann ja dann echt mal witzig werden. Weil den haben sie halt auch. Da können wir gleich weitermachen. Der ist schon fertig. Ja, na dann. Geht gleich You weiter. seem to be staring at me, Yuri. What's wrong? Just thinking how odd it is that you've grown so accustomed to a town like this. Well, I like this place, and its people. There may be a few vagabonds in the darker alleys. That just shows how accepting everyone is. They all greet me with smiles, despite my being a complete stranger to them. Oh, they'd change their tune pretty quickly if they knew you were the king. Anyway, have you enjoyed your little tour of this garbage heap? Did you get a good look at the town through my eyes or whatever it is you wanted? Yes, and it's also got me thinking about how best to help those of more meager standing. Originally, I thought that establishing medical facilities or investing in the church were the best pathways to this cause. But after seeing the people here, I realized they are not indigents standing around with open hands awaiting salvation. I'd love to unpack your definition of indigent, but yes, they certainly don't take things lying down. Maybe it's idealistic, but I think regents should rule in a way that not just nobles, but everyone can see as reasonable. But to accomplish that, a ruler must take the opportunity to truly listen to the people. Of course, I can't go around visiting every burg and hamlet personally. I realize this. But I still feel this is the key to true reform. Well, good on you if you actually managed to accomplish that. But it isn't going to be easy. First, you have to give the poor a minimum level of education. Of course, they're already fully capable of telling you when they're hungry or if taxes are too high. But they'll need education to understand the policies and laws established by their lords and hold any kind of thoughtful opinion on them. Education, you say? Yes, that makes a great deal of sense. Also, dass der da nicht selbst drauf gekommen ist, wie wichtig Bildung ist. Problem is, people aren't in the mood to learn anything when they don't know where their next meal is coming from or where they'll sleep that night. Right. Improving quality of life is first and foremost. Education can be built upon that. Now, sadly, none of this will be cheap, and the current war is doing a fine job of draining our coffers. Which means I need to end it as soon as possible. So the main problem comes down to money, huh? In that case, why not make use of us? If you need funds, I can introduce you to a wealthy merchant or three. And if you need to get some dirty work done, I can lend you a few of my men. All we need in exchange is for you to provide us a little bit of support. I'll not permit you to work evil in my name. And besides which, tales of how you and your band have eaten lords out of house and home are legend. But you're a different matter entirely, Your Majesty. If we join forces, my dream is sure to be realized. I swear to never allow you to fall victim to any vile practices. You have my honest word on that. And what is this dream of yours? I'll tell you about it in due time. But for now, Your Majesty, do you accept my proposal? I will consider it. After spending time together, I've come to want to trust you. I promise it'll be the best decision you ever make. But until then, I'll patiently await your reply. Da bin ich mal gespannt, wie Yuris drauf aussieht. Leider werden wir das nie erfahren. Es gibt nämlich keinen Support. Das dürfte auch ganz witzig werden. Yuri, may I have a word with you? Sedith, did you need something? If you want to talk business, we can go somewhere more private. No, it is nothing of the sort. I happened to see you speaking with a scholar earlier.
I'm curious as to the nature of your conversation. You seemed quite absorbed. Oh, so you saw that, did you? Well, I suppose you would be familiar with the topic. I was trying to learn a little about the legend of the 10 elites. That is rather diligent of you. I'm impressed. Nothing diligent about it. I just didn't quite receive the same education as my noble peers. It's said that the goddess granted the 10 elites power in the form of crests, allowing them to defeat the evil that threatened Fodlan. That power freed them from the ravages of age, and even saved them from the brink of death. So the legend goes. It is also said that some crest bearers live much longer than those without. Hieß es nicht irgendwo auch, dass Wappenträger ein kürzeres Leben haben? Ich meine, irgendeiner von den NPCs, die hier im Lager rumstanden, hat das mal gesagt. Irgendwie aber auch seltsam. Wenn du ein Wappen hast, lebst du länger. Wenn du 2 Wappen hast, wie Lycidia oder Edelgard, hast du eine verkürzte Lebensspanne. Irgendwie ist das seltsam. There is even a theory which posits that Nemesis, the king of liberation, lived for several centuries. Is that so? I do wonder, however, why such a subject would interest you. Well, I suppose I can trust you. The truth is, I wanted to figure out who exactly I am. Given your position, I'm sure you know of the crest I bear. Indeed, I do. I must admit, its discovery upon your enrollment at the Officers' Academy came as quite a surprise. After all, you bear the crest of Oban, which was thought to have been lost long ago. An exceedingly rare crest. Yet I have no idea where Und it dazu came noch from. in der großen Variante. My mother's status being what it is, I don't have the slightest clue who my father is or where he was from. I'd never once doubted that I was my mother's son. But then I found out about my crest. It's made me question everything I've ever known about myself. I see. So you yourself do not know the origin of your crest. But then I'd heard the 10 elites weren't born with their crests. So I figured that would be a good place to start digging. No matter the nature of your crest, I am certain it was bestowed upon you by the will of the goddess. Do not resent the power that dwells within your blood. Cherish it, and you shall find your way. You sound just like the scriptures. But I appreciate the encouragement. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to. Also da bin ich auch mal auf den A-Support gespannt. Einen B-Support gibt es leider nicht. Aber den haben wir auch schon fast voll. Jedenfalls, so Universe-technisch wissen wir, wo Yuri sein Wappen hat. Er weiß es nur selber nicht. So halt, er war ja mal als Kitty krank, ganz toll. Und die haben so einen alten Mann aufgenommen, der ihn dann geheilt hat mit seinem Blut. Dadurch hat er das Wappen. Also dasselbe wie bei Geralt. Gut, wir können los. Ich bin bereit, ein paar Leute zu verprügeln. Wo waren wir stehen geblieben? Die Nebenmission haben wir gemacht. Gut, dann können wir uns hier kümmern. Oder darum. Nämlich das hier. Da gibt es eine Kriegerachse. So, ich will die Dings jetzt ausprobieren. Time to go. Die neuen Sachen. Ach, und Ingrid ist jetzt eine Falkenritterin. Für unsere Heroenrelikte ausprobieren. Das wird witzig. Everyone ready? Let's get to work. Was denn, We Speed? will win. I'm sure of it. Bis jetzt sind die Bollwerke. Bin dabei. Hear you loud and Du clear. gehst I'll make short work of this. dahin. Begin the operation. Du gehst All troops, dahin. We will proceed as planned. Du gehst We dahin. must begin the Also, operation. wir wählen das nochmal eben kurz neu aus. Somebody wants to die.
This will be a struggle. Ja, das kriegt er. Let's take the stronghold. Let us crush their defenses. Mit dabei. Let us take this stronghold. Ist unsere Angriffsfrequenz auch höher? Irgendwie kommt mir das so schnell vor. Jedenfalls ist es einfach. Wer ist da? That should do it. Was Feuerweben aus. Natürlich muss jetzt die Einblendung dazwischen kommen, ne? Stand back. Let's be sure to keep hold of it. Tja, also, das hat eingeschlagen. Ja, Aktivität kennen wir ja schon. This will make a Also, fine das hat geknallt. Die Dinger hauen einfach mal anders rein. Oh, du bist aber du lebst ja noch. Imperial General, let us. Lava is here to fight. Um den Knopf zu einfach. I beg your assistance at once. No mercy. Nicht, dass die auf die Idee kommt, Ingrid irgendwie weh zu tun. Let's get this operation underway, shall Also, die we? braucht Hilfe. Ja, die braucht dringend Hilfe. I'll handle this. I shall take the lead. Ja! Irgendwie macht das Spaß, die einmal so wegzukloppen. No regrets. Watch and learn. Ah, Yui kann sie bestimmt heilen. Let's get this operation So. Diese Dinger sind ja mal voll Don't get übertrieben. cocky just because we won. Also halt dafür, dass die so stark sind, sind sie viel zu leicht aufzuwerten. So halt, ich meine gut, das Mitri mag vielleicht selten sein oder das, was man dafür braucht. Aber das kann man sich im Lager ertauschen tatsächlich. Wir hatten irgendwie so 99 Magiekristalle. Und wir benutzen kaum irgendwelche Magiewaffen. Also habe ich die einfach umgetauscht und dann halt das Aufrüstungsding für die Sachen geholt, für die Heroenrelikte. Und dadurch, dass wir so viel trainiert haben, dass wir gegrindet haben, hatten wir auch das Geld dafür. Also halt, das ist mal einfach easy. I see. Lanzentechnik. Dimitri, du bist so. Schön. Oh, schön. Das können wir aufwerten. Da. So, jetzt mal weiter. Allow me to assist with any matters Die regarding the Bataillonsgilde. facilities. Let me know if I may be of further service. Wie da einfach die Katze rumliegt. Irgendwie passt die überhaupt nicht rein. Dann kommen wir jetzt zur Kriegskarte.
Okay, 500 Gegner besiegen. Kriegen wir hin. Ist das mit Zeitdruck? Also halt. Mal 7 Minuten. Ja, gut, aber das kannst du. Okay, wir sollten Leute mitnehmen, die Gegner vernichten können. Ich glaube, da stehen wir schon ziemlich gut. Ich würde aber tatsächlich noch ein bisschen Variation mitnehmen. Wer hat denn unseren Boni? Felix hat einen Boni und... Oh, jetzt verwenden wir zu Hause. Shamir hat einen Boni. Oh, Shamir ist hier sogar im Vorteil. Den Yuri hatten wir jetzt auch erst mit. Dann nehmen wir Raphael nochmal mit. Nehmen wir Baltus mit, der das höhere Level von beiden. So, und dann können wir immer noch... None shall stand in my path. So, let's go. Still the king. Victory is ours. So, du No gehst charge. dahin, Just leave it to me. I've got it. du gehst dahin, Let's give it a shot. I'll do what I can. gehst dahin It's worth a shot. Shall we? und du gehst dahin. I'm for the take. Onward. I'll do whatever it takes. Da bist du lang. Dann fangen wir mal an, zu dir besiegen. Au, au, au. Now's our chance. Attack! Wie man ihn gar nicht mehr sieht. So, das hatten wir. Smash that stronghold into rubble. Oh, Setups Animation kann man unterbrechen. So halt, wenn er in der Animation drin ist und seinen Personal Skill aktiviert, dann können wir den Donnerhead Skill deaktivieren. So, halt, wenn ich jetzt hier in der Combo drin bin. Na gut, jetzt ist gerade schlecht. This belongs to us now. Ist gerade schlecht. Versuchen wir es mal hier. Da ist wieder einer. So, hier ist er jetzt in der Combo drin. Und das kann ich mit dem persönlichen Skill einfach unterbrechen. Ist auch nicht schlecht. What can I say? So. I'm that good. Ich muss sagen, das Moveset vom Weibernritter gefällt mir nicht so gut wie das Moveset vom Pegasusritter. Wobei das hier halt ziemlich gut ist für Massen. Und das hier halt auch. So sieht aus, als bräuchten wir noch ein paar neue Befehle hier. So, 200 Gegner haben wir schon. Destiny unfurls. Ich frage mich, ob unsere Kills gemeint sind oder die gesamten Kills waren. Zum Beispiel hier für die Mission hier, um das Missionsziel zu erreichen für den S-Rang, zählen ja auch die Computerskills. Geht sie? Nee, geht das nicht gut. Könnt ihr euch eigentlich mal wechseln, kannst ja doch da oben hingehen. What's next? Stand back. Und bist du dann fertig. Er ist einfach Speed. Oh, der ist ja schon. So. Well, what's next? Nehmen wir uns die hier vorne gleich mal vor.
make a fine stick. Da können wir Shamir hinschicken, oder? Nee, das sind ja Magier, dann müssen wir da bald I'm on hinschicken. it. No charge. Just leave it to me. Alleine dürfte das ein bisschen viel sein. Und dann kann I've got it. Shamir dahin gehen. Gucken wir mal, was Sedith da hat. Dann machen wir anders. So. Kein Ding. That was easy. Sehe ich auch so. Da ist ja gar keiner mehr. My work here is done. Dann nehmen wir uns den hier als nächstes vor. Wir sollten den Rest auch mal was zu tun geben. I'm on it. Bis Just leave dahin. it to me. I've got it. Let's give it a Bis shot. dahin. Und I'll Felix do what I geht. can. Keine Ahnung, dahin. Ich setze mich noch mal ein bisschen auf. Do not interfere. No escape. Surrender. We're not losing to anyone. I do hope you'll make this fun. So. Mal sehen. Oh, die sind ja alle da. Das hätte mal dazu kommen. I'll take point. I've got this. Time to wreck stuff. Können wir uns den mal gleich ein bisschen Geld verdienen. Oh, wir sind ja schon durch. Der Nouvelle-General. Let's carve a swoop Der mir gerade so viel Spaß, Junge. Just through the battlefield. looks like you got one tough fight on your hands. Ja, können wir gleich den Ball ein bisschen Geld verdienen. Naja, das sind wir eh gerade. Müssen unsere Trefferquote aufrechterhalten. Es geht hier um unser Geld. So. Oh, der ist weg. Fight like this. I'm bleeding all over the place. Ja, dann hier mal hier. Oh, ein bisschen viel Schaden genommen. Ja, dann machen wir das ja schon. Oh, Shami hat euch mehr so viel. Die soll sich mal heilen. What I can chew. My duty calls. Ja, dann machen wir ihn mal fertig. Lament your weakness. Das will ich eigentlich auch. So, dann bringen wir dir mal das Fliegen bei. Is that... I will does not indicate my strength, but rather my enemy's weakness. It's rare to see one person accomplish so much. Hate me all you want. Oh, nochmal. Wir können das auch so beenden. So. Ach, das sind wir. Each win brings us closer to our goal. Tada, kein Ding. Das Geld nehme ich doch gerne.
yet more. Heute Lanzenbrecher gelernt. Interessant. Heißt das, wir können das Waffendreieck dann halt auch als Axt, also halt so, wenn wir die Klasse wechseln, beeinflussen? So halt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Schwertklasse wechseln, dann können wir dann Lanzenbrecher mit draufnehmen. Kleinchen, was möchtest du denn? Erhöhe die Anzahl an Weißmagiern, die in der Schlacht entsandt werden. Erhöhe den Erholungseffekt verbündeter Bollwerke. Nein, Flame, der Plan ist kacke. Wir machen lieber die Schmiede weiter. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wir haben noch ein paar Gebiete vor uns, die wir einnehmen müssen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt mal noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dahin verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.